Der Bundesliga-Alltag hat uns wieder nach unserem allerersten Europa-League-Auftritt, Europacup generell, bei Dynamo Kiew 2:0 verloren. Viel Lehrgeld bezahlt, aber wir haben noch 7 Spiele da. Hier haben wir auch noch ganz viele Spiele in der Bundesliga. Jetzt geht es gegen Bremen. Die sind auch 14. Sind auch nicht so gut reingekommen. Die Taktik ein bisschen verändert. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Mal gucken. Schöne Choreo mit Miro Klose. Ja, Mannschaft ein bisschen verändert. Vorne Grudowski und Hekimoglu, ja, für Lisec und Ferry. Die haben jetzt einfach mal eine Pause bekommen. Die haben bis dato jedes Spiel gemacht. Die Taktik, wie gesagt, ein bisschen verändert. Und ich hoffe jetzt, ja, dass es heute was bringt gegen Bremen. Die spielen halt auch wieder Fünferkette. Habe ich eigentlich ganz gut gegen gespielt, die letzten Spiele. Also gegen Mannschaften, die halt Fünferkette gespielt haben. Habe ich jetzt so spontan in Erinnerung. Dann hoffe ich, dass wir ein besseres Spiel zeigen. Davon gehe ich aus und dass wir halt auch gewinnen. Wir stehen zwar auch überraschend vor den Bayern, die sind auch 15. Haben bislang einen sehr schlechten Saisonstart. Ein Sieg nur, 3 Niederlagen. Oh, aufgepasst. Bremen kommt zum ersten Mal über Jinma. Und der erste Schuss und dann gleich das Tor. Es geht so los wie in Kiew. Und das Horn erklingt. Und ich glaube, Marvin Duksch, wenn ich mich nicht verguckt habe, ist das Marvin Duksch, nee, oder Keke Top. Könnte auch Keke Top oder irgendein anderer sein, aber auch wieder zu wenig Druck auf den Ball. Da stehen wir zu zweit. Und die Lücke wird dann halt immer genutzt. Das ist, ja, eiskalt. Na, war doch Keke Top. Zweites Tor in seinem 5. Spiel. Ja, und es geht, wie gesagt, so los wie in Kiew. Beziehungsweise da ist das Gegentor ja ein bisschen später gefallen, aber da haben wir eigentlich auch gut begonnen, waren direkt vorne, hatten eine Chance durch Paul Wanner. Und jetzt liegst du halt zurück, aber wir machen das, wir drehen das Ganze hoffentlich noch. Wanner, abseits. Ja, war abseits, schade. Das verflixte zweite Jahr in der Liga generell und dann halt auch so in der Saison jetzt mit Europacup. War vielleicht doch ein Schritt zu groß, aber ich lasse das mal alles auf mich zukommen. Das ist noch zu früh in der Saison. Es gibt noch so viele Spiele, die wir gewinnen können, um dann die Klasse zu halten, was auch diese Saison halt auch wieder nur das Ziel sein wird. Und dann alles, was darüber hinaus ist, ist halt Bonus. Aber den Bonus müssen wir uns dann halt auch erstmal erarbeiten. Hekimoglu jetzt. Ja, hat aber auch wieder niemanden, weil jeder zugedeckt ist. Die Bremer verschieben hier mit ihren 5 Mann hinten in der Verteidigung. Ist nicht viel zu machen. Jetzt vielleicht mal Hekimoglu alleine. Aus 10 Metern, 20 Meter drüber. Aber egal, es gibt auch so Phasen, ja, in einer Mannschaft, in einem Verein. Und irgendwann geht es auch wieder bergauf, bin ich sehr sicher, aber so Spiele müssen wir halt dann jetzt auch mal überstehen. Viel laufen, viel zustellen hier. Zweikämpfe natürlich auch immer annehmen und versuchen zu gewinnen. Oh, es war auch sehr knapp. Poso jetzt mit der Chance, Wanner vielleicht mal tief zu schicken. Ah, ist aber ein schlechter Ball, aber Wanner holt ihn sich. Und Wanner hat jetzt die Chance alleine auf Spitzenwinkel. Mit dem Außenriss. Aber natürlich ist dann wieder der Keeper dazwischen. Aber das war zum Beispiel mal eine Aktion, wie es laufen kann. Ja, die Bremer, die spekulieren so ein bisschen, spielen auf Abseits. Und dann ist immer von uns einer frei. Chavez wäre der nächste gewesen. Wagner bitte nicht schon wieder Abseits. Nee. Hat jetzt viel Platz zum Flanken, aber da ist halt keiner. Da ist Poso, weißt du, der kleinste Mann. Chavez ist da mit der Größte. Hekimoglu, Chavez. Am besten bleibst du gleich mit vorne. Am besten machst du Innenverteidiger und Stürmer. Poso, Hekimoglu, da ist wieder Wanner. Wanner wieder mit links, geht viel über ihn. Ich habe auch vorne mit Fridjonsson geliebäugelt, aber ich habe gedacht, nee, da brauchen wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Jongwan Hekimoglu, der macht das gut, braucht wieder zu lang. Aber es scheint, als ob wir jetzt ein bisschen besser drin sind im Flow. Das Gegentor scheint uns gut getan zu haben. Den Trikots offensichtlich nicht. So, mal schön auf den Elferpunkt. Komm, irgendein Großgewachsener. Wollte mich eigentlich verarschen. Poso, immer wieder Poso. Der dann zu diesen Kopfbällen kommt. Aber da mal einen Kopfballstarken Chavez oder auch Grudowski ist ja nicht klein, aber im Prinzip ist das so unser Zielspieler jetzt bei Ecken. Oder halt Fridjonsson. Der wird mir das wahrscheinlich wieder um die Ohren hauen. Der wird wahrscheinlich, wenn ich ihn dann reinbringe in Halbzeit 2, direkt liefern. Aber jetzt schauen wir mal, dass wir hier in der ersten Halbzeit noch liefern. Wanner wieder. Allein gegen 2, gut behauptet, aber dann ist niemand da.
Dann stehen sie wieder alle hinter ihren Gegenspielern. Wen willst du da anspielen? Manchmal ist es auch so ein bisschen unser eigenes Unvermögen, sag ich mal, dass wir das nicht hier hinkriegen. Achtung, wieder Bremen. Zweikampf gewonnen, sehr schön. Das mal vor dem Gegentor. Nächste Chance, Hikimugu. Oben Wanner. Läuft wieder durch. Es geht echt viel oder nur über rechts im Prinzip. Wanner. Das ist unser Hoffnungsträger. Godowski vorne. Jongwa ist da. Keeper war schon draußen. Nichts Gefährliches. Ja, es sind alles so halbe Chancen, aber wir sind da. Wir sind da. Wanner. Schöne Flanke, aber da kommt wieder niemand ran. An Freund und Feind vorbei. Hikimugu jetzt vielleicht auf dem zweiten Pfosten. Oh, der ist lang in der Luft. Godowski, Wanner. Ja, wäre diese Bremer Mauer nicht. Die 5, 6 Spieler oder sogar noch mehr gefühlt, die da uns immer wieder im Weg stehen, dann hätten wir schon gute Chancen. Also wir sind nicht viel schlechter. Wir sind sogar jetzt die bessere Mannschaft. Wir liegen halt leider 1-0 hinten. Werden natürlich jetzt auch wieder hier gepresst. Kurz vor der Pause. 5 Minuten haben wir noch. Wir stehen eigentlich kurz vor dem Ausgleich. Der lässt hoffentlich nicht mehr lange auf sich warten. Jongwa, das war jetzt mal gut gespielt. Godowski vorne. Ist dann leider diesen einen Schritt zu langsam. Leider diesen einen Schritt zu langsam. Aber Wanner setzt nach. Sehr schön. Godowski. Hekimoglu. Kannst doch nicht 1 gegen 1 gehen, ne? Du verlierst jeden Zweikampf. Du verlierst jeden Zweikampf. Jetzt kriegen wir mal einen Freistoß. Auch sehr, sehr selten. Und den macht jetzt Wagner, oder? Ja, Wagner, der hat die besten Werte da. Komm, der muss doch jetzt auch mal sitzen. Mann, Freistoßtor, das würde uns auch mal so gut tun. Ja, nicht nur für dieses Spiel, sondern auch generell in der Saison. Mal Minute 45, Wagner. Oh, was war das denn, ey? Muss aber auch ein bisschen besser geschossen werden, ganz ehrlich. So, wieder Jongwa im Zweikampf gegen Stark. Kein Abnehmer da. Guck mal, dann ist Hekimoglu wieder gegen 5 Mann alleine. Wagner. Ja, Godowski winkt in der Mitte. Hekimoglu. Und dann spielen wir es zu kompliziert. Oh, aber Bremen kriegt den Ball jetzt auch nicht weg. Jongwa nochmal. Mit der letzten Chance vor der Pause. Also wir sind da. Es steht eigentlich schon 1-1. Der Ball muss einfach nur die Linie überqueren. Ja, es ist gegenüber des Spiels in Kiew natürlich eine Leistungssteigerung. Ganz klar, über 10:1 Schüsse. Die haben auch wieder nur einen Schuss aufs Tor gehabt. Weil wir einfach nicht verteidigen konnten. So, ich bringe jetzt Fridjonsson rein. Vorne. Für Kopfballstärke und so weiter. Der hat aber nur noch eine 61. 33 Jahre, 49 Tempo. Aber der hat einen Playset, glaube ich, beim Kopfball. Der ist da halt einfach gut. Und ich muss den dann auch mal reinbringen, vielleicht. Ich bin gespannt, ob das jetzt eintreffen wird, was ich gerade prognostiziert habe. Dass er uns dann zwei, drei Dinger hier reinhaut. Was ich auf jeden Fall nehmen würde. Also, so ist es nicht. Mal gucken, was er macht. Jongwa. Die Chance gegen Stark. Nee. Da ist er vom Zweikampf her leider nicht stark genug. Gegen Stark. So, Bremen kommt über Keke top. Oh, dann hat er auch Glück, dass er den Ball behält. Also das Spielglück ist auch nicht gerade auf unserer Seite. Und jetzt aufgepasst. Jinma, kommt wieder keiner ran. Jinma! Natürlich. Haut das Netz da fast kaputt. 300 km/h unter die Latte. Warum auch nicht? Zweiter Schuss aufs Tor. Und das zweite Tor hier. Da sind 4, 5 Mann, die nicht hingehen. Dann habe ich versucht, den Keeper zu moven, aber Junge, leck mich am Arsch. Den hast du ja fast nicht gesehen. Was für ein Strahl, ey. Kannst nichts machen. Da kannst du nichts machen. Das muss vorher wieder muss das geklärt werden. Vorher müssen die Zweikämpfe da gewonnen werden. Aber wir kriegen es momentan nicht auf den Platz. Das ist momentan ein Saisonstart leider zum Vergessen. Also bis auf den Sieg in Freiburg. Oh, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Was willst du da machen? Der Ball springt zum Gegner. 3, 4 Mann sind bei uns gewesen. Der Ball springt einfach durch uns durch. So eine Phase hast du halt mal. So Phasen hat jedes Team. Nur bei uns wirkt sich das halt aus, weil wir halt ja letzte Saison richtig gut gespielt haben. Europa League Platz. Jetzt haben wir da nicht so gut performt. Jetzt hakt es in der Liga. So, den Verlauf habe ich mir eigentlich in der ersten Saison vorgestellt, dass wir Schwierigkeiten haben. Da lief es ja aber weitestgehend gut.
Da hatten wir auch mal eine Phase, wo es nicht gut lief. Aber da haben wir dann halt auch mehr Spiele gewonnen. Achtung, Chavez kommt wieder nicht ran. 3-0. Tja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also das ist sehr schwer. Es sind sehr viele unglückliche Aktionen. Hier jetzt zum Beispiel auch, den hätte Sinamoy auch bekommen können. Ist ein Schritt zu langsam. Den Schritt schneller ist dann Jinma. Hier lupft den gerade noch rüber. Was willst du machen? Das Spielglück ist halt auch nicht gerade auf unserer Seite. Wir spielen auch nicht gut. Ja, also jetzt, ich möchte nicht immer alles aufs Spiel schieben und hast du nicht gesehen, aber wir spielen halt auch einfach nicht gut. Müssen wir uns leider auch, so traurig wie es ist, ins Gesicht sagen. Und wir müssen das hier ganz schnell verändern, Fridtjonsson. Ansonsten wird das eine richtig bitterböse Saison. Nicht nur Europa. Europa, wie gesagt, das ist eh nur Bonus. Aber gerade in der Liga, so schaffen wir nicht den Klassenerhalt. So wird das nix. Ja, und Bremen hat jetzt natürlich ganz leichtes Spiel, das ist klar. Guck mal, wir sind in jedem Zweikampf sind wir dermaßen chancenlos. Wir führen keinen einzigen Zweikampf wirklich fertig und zu Ende. Und wenn wir dann mal die Möglichkeit haben, reinzukommen in den Zweikampf, dann ist der Gegner immer der Sieger. Guck mal, aber vorne auch die Laufwege. Jetzt mal Fridtjonsson. Wird das die erste richtige Chance in diesem Spiel? Fridtjonsson! Ja, natürlich. Wenn es die anderen schon nicht hinkriegen, dann aber auf den Isländers immer Verlass. 3-1. Komm, nimm den Ball mit. Wir hätten theoretisch noch 20 Minuten Zeit, das Spiel hier auf 3-3 zu stellen. Ist machbar. Da haben wir jetzt auch mal das Glück gehabt, dass der vom Pfosten reinspringt. Aber ey, Fridtjonsson, das ist so typisch. Das ist so ein Schlag in die Fresse. Neuzugang geholt, Fridtjonsson, der bombt aber immer. Der bombt aber immer. So, jetzt muss ich hier mal gucken, was ich noch verändern werde oder wie ich jetzt spielen lasse. 4-1-2-1-2, 4-4-2. Ja, 4-4-2, ne, würde ich jetzt sagen. Profirollen. Nochmal angepasst. So. Hekimoglu vorne rein. So, was haben wir dann hier? Bearbeiten, Balance 60, das ist auch okay. Balance, da lässt sich auch nicht dran rütteln, glaube ich. So, 4-4-2. Aktiviert, bleibt auch so und rein. Vielleicht blasen wir jetzt zur Aufholjagd. Noch 2 Tore, damit wir hier immerhin mit dem Remis vom Feld gehen. Also Niederlage in Bremen wäre schon bitter, sage ich wie es ist, aber ist dann halt so. Aber noch sind wir nicht durch. Noch haben wir Zeit und die Qualität auf jeden Fall auch, das Spiel hier zu drehen oder zumindest auf ein 3-3 zu stellen. Jonga, Zweikampf gewonnen, aber natürlich, wir müssen jetzt riskieren, wir müssen auch irgendwann höher schieben, wenn wir hier noch einen Punkt mitnehmen wollen, aber ich glaube, das ist sehr, sehr, ja gut, ich will nicht sagen sehr aussichtslos. Wir haben ja noch Chancen. Jetzt die nächste vielleicht. Hekimoglu vorne kriegt auch noch nicht so richtig die Bindung zum Spiel. Und der Pass, der misslingt halt. So Bälle müssten dann halt auch mal ankommen. Dann fehlt ein Sechser in der Mitte. Dann wird die Innenverteidigung nach hinten gezogen. Wie gesagt, sehr, sehr viele unglückliche Momente, die hier zusammenkommen. Und daraus resultiert momentan noch leider unsere schlechte Tabellensituation. Aber trotzdem, Chancen leben noch. Fridtjonsson, Jongva ist jetzt mit vorne. Und hinten, da wartet Hekimoglu. Jetzt, das ist die Chance, Hekimoglu. Eckball. Fridtjonsson ist vorne. Wo ist er denn? Da am Elfmeterpunkt steht er. Ich gucke mal, ob es klappt. Remberg mit der Ecke. Poso, warum kommt Poso ran? Da hätte ich jetzt Fridtjonsson gebraucht und da hätte ich mal einen Rebound gebraucht. Jongva, sehr schön. Zweikampf gewonnen. Weiter geht's über Wanner. Remberg vorne wieder, Fridtjonsson. Jongva läuft da durch. Gut gemacht, gut gehalten. Jongva! Ja, es geht jetzt. Durch die Umstellung 4-4-2 machen wir ein bisschen mehr Druck. Chancen sind auch da, aber dann schießt nicht Remberg, dann schießt Wagner die Ecken. Auf Fridtjonsson, da steht er. Nicht wieder auf Poso, nicht wieder auf den Kleinsten. Oder Castañeda geht auch. Castañeda geht hoch und jetzt Hekimoglu abgeblockt. Chavez.
Ihr seht, es ist zum Mäusemelken. Du kannst vorne echt nichts machen. Fridjonsson war eigentlich ein Foul. Castañeda, schöner Ball. Bisschen zu riskant, aber egal. Fridjonsson, der macht das. Fridjonsson alleine gegen alle. Ja, zur Wahrheit gehört halt auch, wenn Gefahr besteht, dann vorne durch Fridjonsson heute. Noch 3 Minuten. Wenn wir noch irgendwas erreichen wollen, dann jetzt. Ach, warum geht Jong gerade auch weg vom Kopfball? Verstehe ich auch nicht, anstatt er direkt hingeht. Ja. Also ihr seht ja gerade selber, wie es läuft. Aber wir lassen den Kopf nicht hängen. Wir machen weiter. Irgendwann werden wir auch mal wieder für irgendwas belohnt. Vielleicht muss ich auch eine ganz andere Formation reinmachen. Vielleicht ist halt 4-2-3-1 in dieser Saison nicht das, was uns den Erfolg bringt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall macht Bremen hier mit uns, was sie wollen. Jinma nochmal. Und dann war's das. Nächste Niederlage, nächstes Auswärtsspiel, was verloren geht. 3-1. Wir bleiben also erstmal unten drinne, stecken in der Abstiegsregion, aber da sind die Bayern auch. Ja, machen wir uns nichts vor. Die Bayern sind auch auf besten Wege in Liga 2. Nein, natürlich nicht. Aber es muss sich auf jeden Fall was verändern. Was, weiß ich noch nicht. Ja, aber dass sich was verändern muss, das steht auf jeden Fall klar. Wolfsburg gewinnt 2-0 gegen Augsburg. Wahrscheinlich auch das einzige Spiel gewesen. Wir spielen jetzt auch öfter sonntags. Gehe ich mal von aus, wegen der Europa League. Wir hatten zwar einen besseren XG-Wert. Ich habe gerade noch mal geguckt. Wir hatten 16:3 Schüsse. Hatten einen XG-Wert von 2,8. Also so verkehrt war das gar nicht, besonders in der zweiten Halbzeit. Aber Bremen, die haben einen XG-Wert von 1,1 aus 3 Schüssen. Also bei denen war jeder Schuss ein Treffer. Das kommt dann halt auch noch mit dazu. Aber spielerisch muss das einfach auch besser werden. Jetzt haben wir schon wieder in der Europa League die nächste Chance gegen Molde zu Hause. Ja, und so ein bisschen auch den Frust von der Seele zu schießen. Ich weiß nicht, wie stark Molde ist. Wir gucken jetzt gerade mal hier rein in die Analyse des Gegners. Das ist ein Gegner auf unserer Augenhöhe. Auch da kenne ich jetzt wieder niemanden. Sind auch ein paar unechte Gesichter mit dabei. Aber heißt nichts. Achso, Mats Möller-Deli, doch, den ZOM. Der hat auch mal bei Freiburg gespielt, unter anderem, und St. Pauli. Aber ansonsten sagt mir Molde auch nicht viel. 70er Verteidiger oder 70er Gesamtstärke in der Verteidigung, 69 im Mittelfeld, 72 im Angriff. Ist so mit uns auf einer Höhe, würde ich sagen, oder auf einer Wellenlänge. So, neue Nachricht von Fridjonsson. Normalerweise müsste ich den jetzt spielen lassen, weil der hat gebombt, der hat geliefert. Hätte Nacho Ferri vielleicht auch, aber hätte Fahrradkette. So, Jugendscout-Berichte. Gucken wir uns auch nochmal an, ob da irgendwelche neuen noch mit dazugekommen sind. Gucken wir mal. Patrice Karamoko, guck mal, das zum Beispiel kriegen sie auch nicht hin. Da hat er schon so eine Hochsteckfrisur, als hätte man in eine Steckdose gegriffen. Die schneiden das einfach oben ab. Also, was willst du da machen? So, Serge Atta hat auch eine 72, der hat eine 81. 58, 57, die können wir, glaube ich, hier ignorieren. 8200. 8200. Ich gucke immer halt so ein bisschen aufs Gehalt, das sagt vielleicht auch ein bisschen was aus. 8600, 9200. Patrice Karamoko, gut, zur Jugendmannschaft. Ich muss erstmal ein paar Leute hier entlassen, beziehungsweise freigeben. Vielleicht die schlechteren hier, guck mal. Frank Palais freigeben. Dick Bebu, Jugendspieler freigeben. Ich habe halt mal auf Verdacht, den würde ich nochmal lassen, der ist erst 14. Kahn, Rossi, die sind halt auch schon seit Beginn an mit dabei. Ich glaube, aus denen wird, glaube ich, auch nichts mehr. Rossi wahrscheinlich auch nicht. Jugendspieler freigeben. So, jetzt habe ich wieder genug Platz. Jetzt könnte ich ihn zumindest verpflichten. Serge Atta könnte ich mir auch mal angucken. Die anderen lehne ich ab. Da bin ich mir echt nicht sicher, ob die die Qualität dazu haben. So, dann gucken wir noch mal kurz bei den Kroaten nach, ob da noch irgendeiner mit dabei ist. Nebojša Markovic, Lovric, 7100. 6600, hier Bosic, 7000. Ja gut, so richtig überzeugen die mich ja auch nicht. Gut, alles klar. Also Bericht war vollständig. Wir gehen's an. Nächstes Spiel gegen Molde, Europacup, ein anderer Wettbewerb. Die Chance ist ein bisschen besser zu machen und ich werde mal so ein bisschen an den Aufstellungen feilen. Vielleicht mal eine Fünferkette mit reinnehmen. Vielleicht müssen wir auch einfach Fünferkette spielen. Oder Dreierkette, bisschen offensiver. Ich lasse mich überraschen. Also macht's gut, bis zum nächsten Spiel gegen Molde. Und dann holen wir uns auch mal wieder ein Erfolgserlebnis. Macht's gut. Ciao, ciao.